Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Haben Sie schon mal versucht? Noch höher? So besser? Haben Sie schon mal versucht, wie ich als Kind, Suppe mit einer Gabel zu essen oder mit einem Sieb Wasser zu schöpfen? Man wird relativ schnell verzweifeln, denn zu flüchtig ist die Materie und zu beschränkt die eigenen Mittel. Und so ähnlich fühlt es sich an, möchte man als Archivar Webauftritte archivieren. Seit Beginn des öffentlichen Internets in den 1990er Jahren wurden Webauftritte immer einflussreicher und ersetzten immer öfter herkömmliche Papiermedien. Viele Mitteilungen werden inzwischen oft nur noch online bekannt gegeben. Analoge Medien sind im Vergleich einfach weniger aktuell und schnell überholt. Und dabei ist es noch gar nicht an die Interaktion mit dem Nutzenden gedacht, etwa in Form der digitalen Behördengänge, die jetzt immer mehr aufkommen. Soziale Medien, Apps, Sie haben es ja gerade angesprochen, an das denken wir jetzt erstmal noch gar nicht, sondern nur die ganz klassische Webseite. Aus Sicht des künftig historisch Forschenden werden deshalb auch Webauftritte als Informationsquelle von großer Bedeutung sein. Und gleichzeitig stellen sie den heutigen Archivar und natürlich auch die Archivarin vor große Probleme, denn die Erstellung, Veränderung und das Ende eines Webauftritts sind denkbar einfach. Entsprechend hoch ist zum einen ihre Anzahl und zum anderen ihre Fluktuation. Webseiten können sehr spontan im Zuge eines bestimmten Ereignisses in Erscheinung treten und nach kurzer Zeit wieder verschwinden. Auch langlebige Webauftritte, beispielsweise von Unternehmen, Behörden, Vereinen, unterliegen einer ständigen Veränderung. Die durchschnittliche Lebenszeit einer Webseite, habe ich gelesen, liegt inzwischen bei zwischen 60 und 90 Tage. So verfügt auch die Erzdiözese München und Freising seit 1998 über eine eigene Seite. Aktuell, wenn Sie auf unsere Seite gehen, sehen Sie die 4. Generation, die 5. ist bereits in Vorbereitung. Von der ersten Version 1998 haben wir selbst keinerlei Daten mehr, nur noch ein paar schlechte Schwarz-Weiß-Ausdrucke. Im Internet Archive, das sie ja zur Aufgabe gesetzt hat, weltweit bedeutende Seiten zu spiegeln, finden Sie eine Seite, wenn Sie suchen. Sie sehen es in der Präsentation. Aber wir haben natürlich keinen Einfluss darauf, wann, wie oft, wie lange diese Seite gespeichert wird. Möchte man es also nicht den Zufall überlassen, dass diese Seiten nicht gespiegelt werden oder verloren gehen, ist eine systematische Herangehensweise nötig. Es gilt, die entsprechenden Seiten zu identifizieren, für zukünftige Generationen zu erhalten und für die spätere Nutzung aufzubereiten. Und davon soll es jetzt im Folgenden gehen, wie wir versuchen, das im Archiv des Erzbistums für unseren Bereich zumindest anzugehen. Wir haben jetzt grundsätzlich nicht, wie jetzt etwa Banken oder Versicherungen, einen Anspruch oder auch die Notwendigkeit, aus Haftungsgründen eine Seite bis ins Detail mit jeder Änderung nachverfolgen zu müssen. Wir sind da deutlich bescheidener. Uns geht es einzig um die Dokumentation des kirchlichen Auftretens im Web, also die Frage, wie nutzt Kirche eigentlich das Medium Internet? Den Auftrag hierzu gibt uns, die kirchliche Archivordnung, also unser Archivgesetz. Hier werden unsere Aufgaben definiert und hierzu zählt eine Anbietungspflicht an das kirchliche Archiv für alle Produkte, die vom jeweiligen Archivträger oder in seinem Auftrag erstellt wurden. Hierzu gehört aber auch der Auftrag an das Archiv, das kirchliche Wirken in seiner ganzen Breite, in seinem Sprengel zu dokumentieren. Es ist natürlich nicht die klassische Archivaufgabe, da denkt man jetzt eher an Schriftgut, an Urkunden, an inzwischen Datenbanken, DMS, Sonstiges. Wir verstehen darunter aber auch Webseiten, weshalb wir jetzt für uns 2 Handlungsfelder sehen. Zum einen die Pflicht, die durch die KAO, also die Archivordnung, angetickert wird. Es ist in erster Linie unsere Bistumsseite. Also wenn Sie auf erzbistum-münchen.de gehen, dann haben Sie eine Seite, die bis zu 20.000 Unterseiten hat. Und zum anderen die Kür, das heißt, wir haben ungefähr 50 weitere kirchliche Seiten aus unserem Zuständigkeitsbereich ausgewählt, die wir jetzt als repräsentativ erachten, um die kirchliche Vielfalt im Netz zu dokumentieren. Das betrifft Webseiten von Vereinen, von kirchlichen Vereinen und Verbänden, Ordensgemeinschaften, aber auch Initiativen,
die wir nach bestimmten Kriterien ausgewählt haben. Da es uns ja vorrangig um eine Dokumentation der Internetangebote an sich und ihres jeweiligen Erscheinungsbildes geht, wird jede ausgewählte Seite einmal im Jahr gespeichert. Und hinzu kommen dann eventgetriebene Speicherungen, sollte sich ein kurzfristiger Bedarf ergeben, etwa bei einem Papstbesuch wie 2006, wenn kurzfristig eine Seite ins Leben gerufen wird. Technisch wird bei einer Webarchivierung ja nicht die Originaldatei gesichert. Es wird letztlich durch einen Crawler eine Kopie einer Seite erstellt, eine Offline-Kopie. Und im einfachsten Fall entstehen dabei HTML-Dateien. Er schreibt das runter, produziert HTML-Dateien mit den entsprechend runtergeladenen, mit kopierten Bildern und legt das Ganze in einer Filestruktur ab. Ruft man die wir werden es ja nach gleich sehen. Ruft man dann die Startseite im Browser auf, entsteht ein weitgehend realistisches Nutzungserlebnis der Originalseite, die für die kurz- und mittelfristige Speicherung ausreicht. Für die dauerhafte Archivierung ist diese Version allerdings nicht geeignet, da die Dateien keinerlei langfristig stabilen Dateiformate aufweisen. Weder HTML noch die zahlreichen eingebundenen Dateien sind in der Regel archivierungsfähig. Speziell für die Webarchivierung wurde deshalb das sogenannte WARC-Format entwickelt, ein XML-Container, also nicht mehr HTML, in dem neben den gespeicherten Dateien die Struktur und eine umfangreiche Protokollierung der Spiegelung gespeichert sind. Gelöst ist die Frage der dauerhaften Erhaltung, aber auch hier noch nicht, da für eine langfristige Archivierung die unterschiedlichen Dateiformate ebenfalls erst noch in stabile Archivformate gewandelt werden müssen, was aber auch hier meines Wissens noch nicht umgesetzt wurde. Ein dritter, radikal vereinfachender Weg sind, ich habe es einmal interaktive Screenshots genannt. Hierbei werden von jeder Seite eines Webauftritts Bilddateien erstellt und mit einer XML-Datei hinterlegt, die zum einen die Inhalte und zum anderen die Struktur abbilden. Dadurch sind die Inhalte und das Erscheinungsbild im Wesentlichen erhalten. Ich kann durch die archivierte Seite auch hier navigieren und das in einer denkbar einfachen, vor allem archivfähigen Version. Ich habe nur XML, also Text und Bild. Im Idealfall noch TIFF, dann habe ich eigentlich keine Probleme aus Archivsicht. Gerade bei der dritten Möglichkeit gehen bei der Spiegelung allerdings dynamische Elemente wie ein Slider, der auf der Seite durchläuft, oder Laufschriften natürlich verloren. Doch auch die anderen beiden Wege sind verlustbehaftet und man muss letztlich entscheiden, was zwingend erhalten werden muss und welche Verluste gegebenenfalls hinnehmbar sind. Verloren geht zum Beispiel immer die Suchfunktion und dadurch können Seiten, die jetzt nur über die Suchfunktion angesteuert werden, den Fall hatten wir früher, werden dann nicht mit archiviert. Slider, also diese durchlaufenden Bilder, stellen so gut wie immer ein Problem dar. Sie sehen es an dem Bild des verstorbenen Papstes, das mit den Untertiteln überhaupt nicht mehr zusammenpasst. Hier hatte einfach der Crawler Probleme, den Durchlauf aufzufangen. Und externe Links, das ist das Beispiel unten rechts, werden in der Regel immer gekappt und führen somit ins Leere. Weil gerade YouTube-Videos, die eingebunden sind, ist es sehr beliebt. Die gehen in der Regel immer verloren. Und zu guter Letzt gibt es natürlich auch die aktuellen Entwicklungen im Auge zu behalten und den Crawler gegebenenfalls anpassen zu lassen. So hat zum Beispiel die Einführung von sogenannten Akkordeons. Das sind diese Bereiche, man sieht es rechts oben, wo ich auf der Webseite einen Bereich kurz auf- und wieder zuklappen kann. Zu Problemen geführt, weil schlichtweg der Crawler erstens beim ersten Mal nicht konnte und auch die allseits beliebten Cookie-Abfragen, die auf jeder Seite aufploppen, wenn die der Crawler beim ersten Mal nicht bestätigt, dann ploppen die auf jeder Seite in der Spiegelung wieder mit auf. Nach dieser Vorrede dann ist eigentlich zur eigentlichen Hauptfrage, was genau machen wir jetzt eigentlich? Ich stelle es Ihnen jetzt die letztlich 3 Wege, die wir aktuell haben, im Folgenden vor. Es gibt links und rechts davon noch weitere Softwareanbieter. Ich konzentriere mich jetzt auf die 3, zu denen ich etwas sagen kann. 2014 haben wir begonnen, im Rahmen des Gesamtprojekts Digitale Langzeitarchivierung zum Aufbau eines digitalen Archivs
mit dem Free-Tool HT-Track erste Seiten zu spiegeln. Hier wird dann pro Spiegelung die beschriebene, nicht archivfähige Kopie erstellt. Ich gehe jetzt mal kurz auf, dass wir mal sehen. Da kommt er. Genau. Hier sehen Sie jetzt letztlich eine Filestruktur, die jetzt beliebig vom Crawler angelegt wurde. Und er erstellt dann eine sogenannte Indexdatei. Wenn Sie hier drauf gehen, dann habe ich es natürlich erstmal bei mir auf dem Rechner offen. Moment. Und dann sehen Sie die Seite, wie sie 2016 oder bis 2016 im Betrieb war. Kann Sie hier entsprechend durchnavigieren. Aber wie gesagt, es ist letztlich nur HTML mit den runtergeladenen Bildern und deswegen problematisch für die spätere Archivierung. Deswegen haben wir dann 2016 mit Pablo begonnen, die Seiten parallel zu speichern. Es ist das Produkt der Firma Startext, wo diese, ich habe es gesagt, interaktiven Screenshots erstellt werden. Wird auch in eine Filestruktur heruntergeladen, aber dann sieht die Seite auf den ersten Blick genauso aus. Sie können sie auch durchnavigieren. Allerdings, was verloren geht, ist hier oben diese Menüs, die aufklappen. Logischerweise, weil das nicht ein Crawler, wenn es nur fotografiert wird, nicht mitnehmen kann. Wie soll er es denn machen? Das ist eine Einschränkung, mit der man dann hier entsprechend bewusst, dem man sich bewusst sein muss und sagen muss, kann ich damit leben, langfristig oder nicht. Und zu guter Letzt haben wir das letztes Jahr, 2022, begonnen, mit 5 ausgewählten Seiten mal testweise mit einer Archivierung als Dienstleistung zu arbeiten. Über den Dienst MirrorWeb werden dann die Seiten im WAG-Format gespeichert, also können wir es für uns entsprechend exportieren. Sie stehen dann online bereit. Ja. Man sieht, es ist die Spiegelung von letztem Jahr und von heuer. Jetzt gehen wir auf die vom letzten Jahr. Das ist schon die neue Version und wie gesagt, es wird hier wunderbar da. Was an der Version natürlich schön ist, Sie sehen sofort auf den ersten Blick, dass es sich um eine Archivversion handelt, über die Kopfzeile, was die anderen beiden, weil sie einfach ganz normal im Browser öffnen, nicht haben. Hinzu kommt dann noch ein kleiner Nebenweg, den wir gerade aufmachen. Denn wie angesprochen werden bei den Spiegelungen ja keine externen Links verfolgt und dadurch werden auch die zahlreichen verlinkten Videos nicht gesichert. Das Münchner Kirchenradio aber ist zum Beispiel für die Gottesdienstübertragungen aus dem Münchner Dom zuständig und vor allem die sich seit den Corona-Beschränkungen hier etabliert haben und entsprechend auch einen archivischen Wert haben, um solche und ähnliche Inhalte ebenfalls archivieren zu können. Wir sind jetzt aktuell dabei, parallel zu den Spiegelungen diese praktisch vom Erzeuger direkt abzuholen und dann bei uns zu speichern und ins digitale Archiv, das parallel dazu schon läuft, zu übernehmen. So sind im Laufe der letzten Jahre schon etliche Daten entstanden. Eine Archivierung im eigentlichen Sinne erfolgt allerdings noch nicht, da die Dateien entweder nur auf dem Fileserver bei uns oder online bei MirrorWeb gesichert sind. Im nächsten Schritt wird deshalb nun ein Ingest-Weg für die zunächst Pablo-Dateien in das bestehende digitale Archiv angegangen,
Der weitere Umgang mit den WARC- und HTML-Dateien wird dann im Anschluss entschieden. Um die Spiegelungen für uns, vor allem aber auch für potenzielle Nutzer, nachzuweisen, ist eine Erfassung beschreibender Metadaten in unserer Archivsoftware zum Teil erfolgt, zum Teil muss sie noch nachgezogen werden. Eine geregelte Nutzung findet bisher allerdings noch nicht statt und ist auch noch nicht möglich, mit Ausnahme von wenigen Einzelfällen, allein weil es noch keine adäquate Nutzungsmöglichkeit für die gespeicherten Seiten gibt. Die HT-Track- oder Pablo-Dateien müssen über die Filestruktur, ich habe es euch gezeigt, entsprechend aufgerufen werden und können dann erst geöffnet werden. Ich habe keinerlei Möglichkeit, Nutzer gezielt auf einzelne Dateien zuzulassen. Der müsste auf unser komplettes Dateisystem erstmal berechtigt sein. Nur bei MirrorWeb, da könnte man entsprechend Nutzer, wieder eine kleine Einschränkung, kann man hier von der Nutzungsmöglichkeit sprechen. Auf die Bereitstellung entsprechender Viewer oder Nutzungsmöglichkeiten ist deshalb jetzt in nächster Zeit ein besonderes Augenmerk zu legen. Für eine spätere geplante geregelte Nutzung ist aber auch noch zu beachten, dass die gespiegelten Webauftritte in der Regel keinen Aufbewahrungs- oder Schutzfristen unterliegen. Die sind ja einmal online gestellt, veröffentlicht, wissentlich veröffentlicht. Deswegen gelten zunächst keinerlei Schutzfristen und sind grundsätzlich für jeden einsehbar. Das heißt, eine Nutzung wäre ab dem Spiegelungsdatum bei uns eigentlich schon möglich. Allerdings sind natürlich entsprechend Urheberrechte zu beachten, gerade bei Bild und Ton, die ja Vielzahl der Webseite ausmachen und die deshalb keine freie Nutzung erlauben. Das Urheberrecht würde ja ansonsten durch die Archivierung umgangen. Das heißt, wenn es eine Nutzung gibt, dann kann die später nur erstmal im Lesesaal eingeschränkt oder in einem eingeschränkten Online-Bereich des digitalen Archivs stattfinden. Wir können also kein freies Online-Portal der archivierten Webseiten anbieten, zumindest vorerst nicht, solange es irgendwelche urheberrechtlichen Beschränkungen gibt. Eine weitere Ausnahme bilden dann natürlich auch Internetseiten, beziehungsweise anderweitig geschützte Seiten, die ja nicht für die Öffentlichkeit an sich bestimmt waren. Hier greifen natürlich die üblichen Schutzfristen der kirchlichen Archivordnung. Wie geht es nun weiter? Also ich hoffe jetzt zum einen, dass deutlich wurde, dass es noch ein Werkstattcharakter ist, den wir hier haben und noch keine geregelte Archivierung oder Nutzung haben. Wir tasten uns ja so langsam heran und wollen auch diesen Werkstattcharakter vorerst noch beibehalten, einfach um noch Erfahrungen zu sammeln, was geht, wie entwickelt sich das Ganze, um dann entscheiden zu können, wie die langfristige Strategie aussehen wird. Sicher sind wir uns, dass wir die Pablo-Dateien ins digitale Archiv übernehmen werden, weil die eine zunächst mal wirklich archivfähige Version bieten. Und wie es mit den anderen Möglichkeiten weitergeht, ist dann parallel zu entscheiden. Und zu guter Letzt werden wir noch entscheiden müssen, wie wir uns zu den kirchlichen Social-Media-Accounts, gibt es natürlich die in voller Breite bei Facebook, Instagram, YouTube, verhalten wollen. Denn aktuell werden diese Auftritte nicht gesichert. Ob und wie diese archivwürdig sind, ist noch zu entscheiden. Also es gäbe zum Beispiel über MirrorWeb die Möglichkeit, diese mitzunehmen. Dann haben wir aber auch wieder die Frage, wie geht es dann dauerhaft mit der Archivierung weiter. Herzlichen Dank.